Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des griechischen Hopliten von Scale 75 im Maßstab 75 mm. Figuren von Kriegern aus der Antike finde ich sehr spannend und das interessanteste Thema für mich nach den alten Römern sind die alten Griechen, von denen man mit Sicherheit nicht zu Unrecht behauptet, dass sie die geistige und kulturelle Grundlage des Westens gelegt haben. Diese Riesenfigur aus der Platin-Serie von Scale 75, was das genau bedeutet, weiß ich nicht, stellt einen griechischen Hopliten aus dem 5. Jahrhundert vor Christus dar, also auf dem Höhepunkt der griechischen Kultur während und nach den Perserkriegen. Der eine oder andere von euch fragt sich jetzt vielleicht, was genau ein Hoplit ist. Im heutigen Sinne wäre ein Hoplit so eine Art Milizionär oder Bürgersoldat, denn die vielen kleinen griechischen Stadtstaaten hatten keine stehenden Berufsheere, sondern wenn es eben Konflikte gab, dann wurde einfach ein Anteil der freien Männer zu den Waffen gerufen. Jedermann brachte dabei seine Ausrüstung von zu Hause mit und reihte sich in die Armee ein, um dann eben ins Feld zu ziehen. Die armen Leute brachten vielleicht nur eine Steinschleuder mit oder ein paar Wurfspeere, die Reichen konnten sich ein Pferd leisten und bildeten so die Kavallerie, und die Mittelschicht, bestehend aus Händlern oder Handwerkern zum Beispiel, die kamen mit einer Rüstung, einer Lanze, einem Schwert und einem Schild daher. Diese letzte Gruppe waren die sogenannten Hopliten oder auf altgriechisch Hoplites, die ihren Namen von dem Begriff Panoplia herleiten, was so viel wie schwer bewaffnet oder schwer gerüstet bedeutet. Diese schweren Jungs, wenn man es ein bisschen freier übersetzt, bildeten also den Kern einer jeden klassischen griechischen Armee zu dieser Zeit. Das wäre alles an und für sich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht der besondere Kampfstil der Hopliten gewesen, der eine militärische Revolution darstellte. Zuvor war es nämlich üblich, dass die Krieger eher als Einzelkämpfer aufgetreten sind, aber die Stärke der Hopliten lag darin, dass sie in einer dichten Formation, also als Einheit kämpften, wodurch sie unerhört schlagkräftig waren. Jeder Hoplit trug einen großen runden Schild, der nicht nur ihn selbst, sondern auch den Nebenmann schützte, und die Lanzen bildeten einen regelrechten Sperrwall, der eben undurchdringlich war. Diese Wand aus Schilden und Lanzen, die sogenannte Phalanx-Formation, konnte im Frontalangriff eigentlich jeden weniger organisierten Gegner relativ einfach niederwalzen, und so gingen die Griechen aus den meisten Konflikten mit nicht-griechischen Gegnern als Sieger hervor. Diese Kampfweise war für lange Zeit derart effektiv, dass sie im Lauf der Zeit auch im ganzen Mittelmeerraum Verbreitung fand. So kämpften zum Beispiel auch die Römer zunächst in der Phalanx-Formation, bis sie dann erst viel später zu der viel flexibleren Manipulartaktik übergingen. So, jetzt aber genug geredet, schauen wir einfach mal den Bausatz näher an. Die Schachtel hat die typische Größe, wie man das auch von vergleichbaren Figuren kennt. Hier nochmal Platinum-Serie. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass das eine Riesenfigur ist, weil alle anderen Figuren in dem Maßstab von Scale 75, die ich bisher gebaut habe, waren aus Zinn. Also vielleicht hat das auch damit was zu tun, aber ich konnte das nicht eindeutig klären. Hier auf der Rückseite haben wir noch ein paar Fotos von einer wirklich extrem professionell bemalten Figur. Und hier unten haben wir auch noch Farbangaben. Das sind allerdings nur Nummern und die beziehen sich natürlich nur auf die Acrylfarben von Scale 75. Ja, das Ganze ist eigentlich nur hier so ein Überkarton, weil innen drin haben wir dann nochmal einen Karton. Sehr stabil also, da dürfte nichts passieren. Das Ganze ist dann innen auch hier nochmal mit Schaumstoff gepolstert. Und dann haben wir hier die Resinteile. Das sind jetzt nicht so viele Teile, aber ja, wie man sieht, das Ganze ist gut geschützt, ist auch vernünftig. Resinteile können ein bisschen bruchgefährdeter sein als Zinn zum Beispiel. Von dem her ist das wirklich eine sehr gute und vorbildliche Verpackung. Hier seht ihr alle Teile des Figurenbausatzes im Überblick. Sind nicht allzu viele Teile und ja, die Aufteilung insgesamt ist eigentlich auch ganz konventionell. Also der Montageaufwand sollte sich hier doch ganz in Grenzen halten. Der Figur liegen 2 Köpfe bei. Das ist schon mal eine schöne Option. Da können wir uns dann eben das aussuchen, was uns am besten gefällt.
Der erste Kopf hier hat einen Helm auf. Das ist hier ein Helm korinthischen Typs. Ja, wie man den eigentlich auch generell wohl am ehesten mit den antiken Hopliten assoziiert. Hier mit diesem querstehenden Federbusch oder auch aus Rosshaar bestehend. Auch ganz interessant. Ja, das Ganze ist auch wirklich toll detailliert. Also man sieht, da hat man hier jetzt auch so gewisse Hinterschneidungen. Das ist immer ganz wichtig. Ich hatte schon öfter mal so Figuren auf dem Tisch und wenn man das dann hier so sieht, dass das dann so klobig ist oder so mehr oder weniger fließend in das Gesicht übergeht, das ist nicht so schön, aber hier ist das alles sauber abgesetzt mit Hinterschneidungen, dünn ausgeführt. Macht echt einiges her und ich denke, das ist auch eine schöne Option für alle, die sich ein bisschen schwer tun, ein Gesicht zu bemalen, weil hier sieht man nicht allzu viel vom Gesicht. Und schönes Detail, wir haben hier so kleine Dellen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das beabsichtigt ist, um ein bisschen so Schäden darzustellen, wie sie eben ja, im Nahkampf wohl entstehen würden. Zum Versäubern haben wir hier nur so ein bisschen so einen kleinen Anguss hier und irgendwelche anderen Versäuberungsarbeiten fallen hier nicht an. Ich sehe auch keine Luftlöcher oder so. Sehr schön. Und der zweite Kopf, der hat hier keinen Helm auf. Das ist dann für die Leute, die sich bei der Gesichtsbemalung voll austoben wollen. Ja, super scharfe Details, sieht total realistisch aus. Auch das Haar, der Bart, die Ohren, das ist alles sehr, sehr natürlich vom Aussehen her. Da kann man jede Haarsträhne sehen. Also toll, wirklich toll. Ganz wichtig auch, die Augen sind sehr scharf abgesetzt, also die kann man dann auch wirklich sauber bemalen, ohne dass man da irgendwie raten muss, wo die Augenlider anfangen und der Augapfel aufhört. Also das ist wirklich höchstes Niveau, also sowas sieht man wirklich selten, auch im Vergleich mit anderen Resinfiguren. Ich habe schon viele tolle Resinfiguren vorgestellt und das hier befindet sich jetzt hier vom ersten Eindruck her schon mal absolut auf Augenhöhe. Dann haben wir den Torso, der besteht im Wesentlichen aus dem Mantel und dem Brustharnisch. Da können wir hier auch wieder sehr feine Verzierungen sehen. Hier an der Seite dann die Verschlüsse vom Harnisch. Also das sieht wirklich toll aus. Der Mantel, realistischer Faltenwurf, sieht ganz gut aus. Hier vielleicht ein bisschen so eine unschöne Stelle. Und hier oben müssen wir ein bisschen was versäubern. Aber das war es im Wesentlichen schon. Also sieht echt spitze aus. Hier unten das Loch, da braucht ihr euch nicht wundern. Da wird später hier die Schwertscheide montiert. Also das ist nur eine Montagehilfe. Ja, ist auch relativ dünn ausgeführt. Das ist oft auch so ein Problem bei diesen Mänteln, dass die so extrem klobig wirken. Das ist jetzt hier ausnahmsweise mal nicht der Fall. Finde ich schön. Wirklich top. Als nächstes kommt der Unterleib und die Beine an die Reihe. Auch hier sehr schön detailliert mit den Hinterschneidungen. Gerade hier bei diesen Lederbändern kommt es wirklich gut, weil die halt wirklich feinst ausgeführt sind. Und da haben halt Resinfiguren meines Erachtens wirklich einen großen Vorteil, weil wenn man das mit Zinnfiguren vergleicht, da würde das so niemals zum Fertigen gehen. Von dem her ist es wirklich eine gute Wahl beim Material. Hier diese Scharte, da braucht ihr euch nicht wundern, das ist auch auf der Packung zu sehen. Ja, soll einfach so eine Beschädigung darstellen, wie sie eben durch einen Schwerthieb zum Beispiel entstehen würde. Wobei ich wäre da nicht so zuversichtlich, weil diese Lederbänder sind schon so ein gewisser Schnittschutz, aber ich glaube nicht, dass man da nur so eine Scharte raushaut und mehr passiert dann dem Träger nicht. Das halte ich doch für etwas illusorisch. Zum Versäubern hier oben haben wir einen kleinen Angusspunkt und hier
seitlich an den Beinschienen ist minimal Gussgrad zu sehen, aber das ist einmal mit dem Schleifpapier drüber gefahren und dann ist es weg. Von dem her ist das gar kein Problem. Ja, Sandalen und Zehen auch schön detailliert. Und das andere Bein kann ich auch keine Mängel erkennen und das Ganze passt halt auch wirklich wunderbar ineinander. Spitze. Kommen wir nun zu den Armen. Hier der eine Arm, da stützt sich der Hoplite auf seinen Schild. Den nennt man Aspis. Ganz typisch für die Hopliten. Hier innen drin dieser Armreif, der ist nicht durchbrochen, aber das ist so zurückgesetzt, dass man das bei entsprechender Bemalung eigentlich später nicht sehen dürfte. Also von dem her ist es okay. Hier diese Details hier mit dieser Kordel schön wiedergegeben. Wir haben hier aber relativ viel zum Versäubern. Hier außen ein bisschen so Fischhaut dran, das ist nicht schlimm. Und hier auf dieser Innenfläche, da sieht man hier so ein bisschen so einen Gussversatz. Das sollte man etwas planer schleifen. Ja, auf der Außenseite ist der Aspis ein bisschen verbeult, finde ich aber eigentlich ganz passend, nachdem ja da doch einige Schläge drauf niederprasseln dürften, ist das eigentlich schon ganz angemessen. Wen stört, der kann das ja noch ein bisschen glätten. Ja, hier die Hand mit den Fingern, alles ganz fein ausgeformt. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Resinbatzen, sondern da kann man wirklich alle Details erkennen. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Und auch beim zweiten Arm kann ich jetzt nichts anderes berichten. Sieht wirklich sehr schön aus. Eigentlich hier bis auf diesen Anguss nichts zum Versäubern. Und das Ganze ist auch schon durchbrochen, damit wir dann später hier ohne große Schwierigkeiten die Lanze dann einkleben können. Der Speer besteht aus 3 Teilen. Wir haben einmal hier vorne die Spitze oder Blatt und dann hier noch eine Endkappe mit einer Spitze und dann natürlich das Mittelteil, was hier dankenswerterweise aus Aluminium besteht. Finde ich sehr vernünftig. Ich habe das bei anderen Figurenbausätzen in der Vergangenheit schon oft bemängelt, dass hier diese Speer- oder Lanzenschäfte aus Resin gefertigt sind oder aus Zinn. Das sind beides Materialien, die viel zu weich sind, die schon in der Verpackung ihre eigentliche Form verlieren und wenn man sie dann auch gerade richtet und dann die Figur fertig montiert, nach einigen Monaten oder Jahren auch wieder außer Form kommen, weil einfach die Schwerkraft unerbittlich ist und das Material einfach zu weich ist. Und hier bei so einer dünnen Alustange, da habe ich keine Bedenken. Also das ist sehr vernünftig. Endlich hat mal einer hier das Ganze aus Metall, aus einem wirklich festen Metall gefertigt. Ich habe auch schon aus diesem Grund mir diverse dünne Messingstangen gekauft, um dann eben Figurenbausätze, wo das eben nicht so beiliegt, eben entsprechend umzubauen, damit das wirklich standfest ist. Ja, und ansonsten bei den Resinteilen kann ich hier nichts bemängeln. Also das sieht echt top aus, super scharf wiedergegeben, dünn, maßstäblich. Also das ist echt spitze. Also ich bin hier voll des Lobes. Als Zweitwaffe trugen die Hopliten auch ein Schwert. Steckt hier in der Scheide drin. Das wurde, glaube ich, nicht so oft benutzt, aber sie hatten es immer dabei. Für alle Fälle. Ist einfach nur so ein einfaches, gerades Schwert, was jetzt hier in einer relativ schmucklosen Schwertscheide steckt. Ja, auch hier keine Mängel erkennbar. Das Ganze ist auch gerade gefertigt. Das ist oft auch so ein Problem bei so dünnen Teilen. Hier ist wirklich alles bestens. Und zu guter Letzt haben wir noch einen kleinen Sockel mit dabei. Der besteht hier aus so einer kleinen Felskuppe oder Felsvorsprung, wo dann eben der Hoplite
draufsteht und so in die Ferne späht oder das Schlachtfeld überblickt. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr heroische und interessante Pose, wie man das vielleicht auch von manchen Standbildern kennt, oder Statuen oder so. Also hat schon was. Ja, da sehen wir hier die Positionslöcher für die Beine, dass man den dann auch da entsprechend sauber montieren kann. Hier dann noch ein zerbrochenes Schwert. Ja, und das Ganze, das sieht ganz nett aus. Ich glaube, ich würde eher dazu neigen, den Sockel selber zu bauen, aus anderen Materialien, die ein bisschen natürlicher wirken. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Also kann man auf jeden Fall bedenkenlos verwenden. Und wenn das schön bemalt ist, wirkt es auch auf jeden Fall ganz gut. Aber ja, ich persönlich neige dazu, beim Untergrund lieber natürliche Materialien zu verwenden. Aber das bleibt jedem selber überlassen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es beiliegt. Der Bausatz ist ein weiteres Beispiel dafür, wie gut Resinfiguren heutzutage sein können. Also da hat Scale 75 wirklich das ganze Potenzial ausgeschöpft. Ich sehe da eigentlich in keinem Bereich irgendwo eine Möglichkeit, das noch wesentlich zu verbessern. Also in meinen Augen ist das so ziemlich die perfekte Resinfigur. Natürlich schläft die Konkurrenz nicht, gerade im Hinblick auf den 3D-Druck. Da sind oder werden in absehbarer Zeit noch ganz andere Sachen möglich werden. Aber im Moment würde ich sagen, ist, was jetzt so die Figuren angeht, der klassische Resinguss schon wirklich sehr weit gekommen und momentan eigentlich auch so das Maßgebliche. Wir haben nämlich wenig zum Versäubern und die Details sind ja wirklich mehr als ausreichend. Also ich bin da wirklich begeistert, wie detailliert die Figur ist. Diese Detailfülle entsteht hier auch durch die vielen Hinterschneidungen, die wir haben, wodurch das Ganze einfach viel feiner wirkt. Wenn man jetzt so zurückdenkt an die Zinnfiguren, die es ja momentan noch gibt, die sind teilweise einfach etwas klobiger notwendigerweise, weil man das Zinn einfach nicht so dünn machen kann. Und da hat Resin einfach den Vorteil, dass es etwas leichter ist und man kann es halt dünner ausformen. Von dem her bin ich wirklich beeindruckt. Preislich liegt die Figur bei ungefähr 42 bis 45 Euro, je nachdem, wo man schaut. Das ist in meinen Augen ein angemessener Preis. Bewegt sich ungefähr in der Preisregion, wo auch andere Figuren in dem Maßstab sich bewegen. Ja, man muss ja auch sehen, das ist alles Kleinserienherstellung und das ist zwangsläufig immer etwas teurer. Von dem her ist es okay. Solche Figuren sind ja sowieso nur was für Enthusiasten oder für wirklich Fortgeschrittene oder Profis. Für Anfänger würde ich es eher nicht empfehlen. Gut, soviel zu der Figur. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.